Hello international friends, now comes the English translation of a previous video about a seal that was found in an unknown place. But what we can say about the style of the scripture is that you can call it, let's say, hieroglyphic B. Now, when it comes to the hieroglyphic, it is not later, it is earlier. An earlier stage of the hieroglyphic, but we call it hieroglyphic B since we respect the work of other people who eventually spoke about Cretan hieroglyphics many years before us. So it's, let's say, the middle stage between hieroglyphic script and what we call architectural script. Architectural script is a kind of script, let's say, that only depicts architectural components like doors, like columns, like windows, and of course they have to be read too. They're not coincidences when you find such architectonic elements on seals inside tombs. So basically this is very important seal because it's the linking chain, but in the future we will talk about seals from Polyochni or the Mini. These seals date back according to the CMS datation in very early stages of the scripture, several centuries BC. But before that, let's come to the reading. This is, as you see, te, then the X form, yellow X form, ro, te, da, then the triangle, io again, and then te. Now you see this X with this green form, it forms up stu, but you read it now and not before because they are touching each other, and you come up here and then you find this stu, you bump on it, so then you go te, stu, as we said, and then again te, the pink one, and te, the big red one. Now let's see like the reading a bit. Tilothen tiptete, from far away, tilothen, that means from a distance. Tiptete, hit. Hit from a distance, da iontes. Da iontes, after, let's say, you have come to the land. But now there is probably a small question here. Iontes, that's a verb describing movement. And what describes movement usually needs an accusative. But here we don't have any accusative, we have a dative. Well, what the semantic game behind this is the fact that the one who wrote this says that after you come to the land and you stand, you dig in, you base yourself on the land, build your bases, you hit the enemy from a distance with arrows or javelins in such a manner. So this is more or less not only a strategic point of view, but also some kind of oracle, words of an oracle that say that you must not fight what we say a body-to-body fight, a corporal fight. You have to fight from a distance with projectiles, and then you will win. That's what it implies. So, this is it. In the future we will talk a bit more about this kind of script, as also the scripts that came after it. Anyway, something more. I told you that this yellow with the green form, they form up eventually something like a star, let's say, and they are to be read as stu. This is no improvisation.
we have found it before. You can see it here. Okay? So bear in mind that these forms are to be read as stu again. I would like to thank our kind photographer, Themis, and until next time, I wish you all the best. Hallo unsere internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung eines Videos aus der vorherigen Woche. Heute werden wir uns mit einem Siegel beschäftigen, das aus dem CEMES Band 2 Nummer 5 stammt. Es ist das, was wir als architektonische Schrift bezeichnen. Was ist eigentlich, das ist der Vorläufer der architektonischen Schrift. Wir nennen das eigentlich hieroglyphische B. Aber dieses B kommt nicht als eine Datierung. In der Wahrheit ist diese Schriftform laut der Datierung des CMS früher als das, was wir als hieroglyphische Schrift wissen. Aber da wir Respekt für die Arbeit von Evans und der vorherigen Forschern haben, nennen wir diese frühere Schrift hieroglyphische B anstatt hieroglyphische Schrift A. Gut, das ist also der Vorläufer der architektonischen Schrift. Was ist eigentlich die architektonische Schrift? Das ist eine Menge von Siegeln, die nur architektonische Elemente haben, wie zum Beispiel Fenster, Kolumnen und so weiter, Gebäuden. Diese Schrift, wie gesagt, ist sehr früh und in der Zukunft werden wir uns auch mit anderen Siegeln befassen, die zum Beispiel aus Polyochnii kommen oder Rimini. Sie sind auch sehr interessant, besonders wenn man nachdenkt, wie früh sie inskribiert wurden. Ganz gut. Ja, kommen wir gerade zur Lesung. T, Rho, gelbes Zeichen, T, da, das Dreieck, dann dieses grüne Io, dann dieses T und dann sehen Sie, dass das gelbe und das grüne Zeichen einen Stern hier formulieren. Das ist als Stu zu lesen. Sie können dieses Stu hier sehen. Ja, genau. Also, und warum liest man das als Stu jetzt und nicht vorher? Ja, wenn man diese Reihenfolge sieht, dann kommt man zu diesem T und dann berührt dieses Stu, dieses T. Also es sollte jetzt gelesen werden und nicht früher, von hier oder von hier. Ganz gut. Und nach diesem Stu haben wir noch zwei Ts, also T hier und das große rote T am Ende. 4 Wörter, die Lothentippte aus einem Abstand. Sollen sie schlagen, sollen sie angreifen, also die Feinde angreifen. Va iondes, iondes, nachdem sie angekommen sind. Nachdem sie in dieses Land angekommen sind, sollen sie also die Feinde aus einem Abstand angreifen. Ja, was ist das eigentlich? Hier haben wir ein kleines Problem. Das ist Bewegung, ein Bewegungsverb. Bewegungsverben sollen normalerweise mit Akkusativ und nicht mit Dativ wie hier formuliert werden. Was ist hier passiert? Vielleicht ist das ein semantisches Spiel. Welches Spiel? Nachdem sie in dieses Land angekommen sind und sich im Lande basieren, sollen sie also die Feinde angreifen. Und mit dieser Dativ hat er auch nicht nur die Bewegung, sondern
auch das Stehen, das Stabilstehen in der Phrase angeschlossen. Also nochmal, nachdem in dieses Land angekommen sind, sollen sie die Feinde aus einem Abstand schlagen, also mit Pfeilen, mit Steinen und anderen Medien. Also das ist ein sozusagen Orakelspruch, das ratet, dass diese Leute ihre Feinde nicht Körper zu Körper angreifen sollten, sondern aus einem sicheren Abstand. Das ist alles. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch unserem Fotografer Temis und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.